verdrängt von der Weg wegen der Sünd. Jesus, heute auf die. Best die Turm en je kom met die zelfs. Als den Dorsch für ein Drink von dich war. Jesus, heute auf die. Oh, kommt auf, der Tod kriegt, der uns von Bruder sagt, wie du Vergebung betont mit, dort ihre Blut von Jesus Christ.
schwarz für die Kraut. Deine Welt von den Schutz wird die Fuß. Guten Morgen, Kirk. Wie dein in Leben in Gott, so wo immer je von dir sind, steht ab und werbe am Top anbeten. Ich wir begrüßt durch meine Scham. Wer können wir zo'n weg, dort weer me go, but I die mine don't feel me but I du roept me nu en ik krijg het ook nu doet hem dies en die hand du roept me nu en ik kan het ook nu doet hem dies
ob das hier sind, vielleicht Dinge, was ich kann, noch länger ans kommen, aber wenn du und uns sie warst, dann lebe ich für die Ewigkeit. Wenn du warst, da was du gewandelt. Und du gewannst über alles. Du bist wundervoll, du bist so mächtig in uns Leben. Wir verlauten uns auf dich und auf dein Wort. Wir wollten, dass du bist Gott. Du bist mächtig, du bist von unserer Seite. Du bist das Fundament, du bist der Eckstein von der Kirche, Jesus. Du bist Vater. Herr Jesus, du bist an uns. Dankeschön, dass du uns das trösten, dass du uns das leiden, dass du Weisheit geben lässt. Dankeschön, Jesus, dass du in den Krieg gingst. Unsere Weide, unsere Trühe, die schwere Tiden, wir bringen dich von dir in den Krieg. Wir kommen im Krieg mit dir. Und wir kommen in den Krieg mit allen guten Dingen und wir danken dir und wir loben dir für wie wundervoll Gott du bist für uns. Dankeschön für das Krieg. Dankeschön für die Durchhandlung für uns. Für den Preis betonen, was wir nicht für den Hand können betonen. Dankeschön, Jesus. Was verbroken mit Freude vom Berg, und trägt von der Weg, wenn die sind, Jesus
dan Christ, die uns vom Vater sind, wie du Vergebung betont wird, dort ihre Blut von Jesus Christ, oh komm doch, dort dan Christ, die uns vom Vater sind, wie du Vergebung betont wird, dort ihre Blut von Jesus Dreher og krets willst du was für die Kraft, sei die Welt von den Schatz, wo die Gott. Yes, alla, men min fred att hos att vi kan från det som är med jun topsan. Så det in jun hus nan kommen. The livestream här, so welcome to Lebenswasser online. Vi sind så dankbar att vi kan diesen online denk här, att vi kan det in jun hus nan strålen, så står så med jun topsan över dessa tid. Jag vill ju också säga att det är en god tid vi kan med jun familj topsan, med jun kinga top, och diesen service krak sein. Och jag vill ju också säga att vi har något ganz besonderes också för de kinga. Så vi har en YouTube-channel uppgemerkt för de kinga, och då sind kinga-geschichten en de boodschap voor ganz kleine kinderen, but 5 jaar oud. En dan hebben we ook geschichten wat zijn van 6 tot 12 jaar oud. So wenn je dat nog niet kan, dan go plus door YouTube, Lothar, en stelt dat op voor je kinderen, dat ze de geschicht kan zijn. We doen jeder werk door de nieuwe geschichten op. Dat heet LV kinderen. So wenn je dat er naam doet, dan heb je jeder werk something wat voor je kinderen. En we hebben wat voor de jugend. LV Jugend kan door naam gaan. Oder wenn je gleich mehr von diesen Leuten zu sein, was wir in zu horchen und mit zu singen, was wir von der haben, je kann auch noch Lebenswasser Anbetung Channel gehen. Das ist etwas haben wir, wo wir können top bleiben in dieser Zeit und abgebüht war und Gott anbeten durch diese Zeit. So ich würde Ihnen verraten, dort. Ich will von der war ein von unseren Werten übergehen, auf Englisch nennen wir die Values. Aber das sind Dinge, die uns wichtig sind, in Lebenswasser und von den Menschen, von der Kirche. Und von der will ich reden von Vrijgevigheid. Auf Englisch heißt es vielleicht Generosity. Und so, wir wollen nicht Kirche sein, was vrijgevig ist. Und wir sagen, dass wir wollen mehr geben, als was verlangt ist. Dort ist ein grader Sehen, zu geben, ist zu nehmen. Manchmal dann checken wir noch unsere eine Dinge, was wir haben, oder vielleicht noch den Nobersinn. Und wir schätzen den auf, oder wir kicken noch den Sinn Erfolg, was der hat, noch die Dinge, was der hat. Aber ich will Ihnen verraten, kick noch die Dinge, nicht bloß noch die Dinge, was du hast, aber wenn du die was meten mit deinem Erfolg, dann kick, wie viel du geben das. Wenn die Bibel dir sagt, dass es besser in ein grader Sehen zum Geben ist zum Nehmen. Und so, wenn du was sein, wo erfolgreich sehe ich, dann kick mal noch den, es da der Quent, dann kick, wie viel du ich geben? Wo du ich geben? Und so, wir wollen ein bisschen merken, even durch diese Zeit, dass ihr durch jeden, wo du jährliche Feit warst. Wenn du einer bist von Lebenswasser und du sagst, Lebenswasser, als da steht, wo ich jährliche Feit war, dann würde ich die bis verraten, blieb es bei jedem, dass wir die Kirche wieder am Rand halten. So, wir wollen vrijgevig sein. Wir wollen mehr geben, als was verlangt ist. Wir sind excited von der, dass Pastor John, der ist hier und er ist bereit, um die Botschaft geben von der. Und er hat eine Botschaft und die Titel und alles, das jetzt was ganz kriegt mit in dieser Zeit, wo wir sind, was der praktisch ist, kriegt, was die, was fehlt in dieser Zeit, wo wir sind. Hier ist Pastor John. Guten Morgen, Lebenswasser Kirche, hier dich bei, weit auf. Wir freuen uns, dass wir mal ans Top sind. Ich habe manchmal an gedacht, dass diese Zeit auch besonders, aber euer, dass meine Stimme und mein Schmackbild, da das sollen viele Hemme gewesen, wo ich selbst noch niemals gewesen.
En ik wil gleich mal in jullie heimen ankommen. Zijn, wo seid ihr? Wo kommt ihr taub als Familie, vielleicht als Freund? Und von wo check ihr uns? Und dann haben wir mal gesagt, schickt uns welche Bilder. Dann haben wir ein bisschen Gedanken von wo ihr seid und wo ihr dort geht oder was ihr tun in jullie heimen durch diese Zeit. Ich bin sehr dankbar für diese Technologie, die wir haben, dass wir können rutschstrahlen durch diese Zeit, wo wir sind gewesen hier nur allein in der Kirche, habe ich mir sehr gefreut, für dass wir können das tun. Und ich bin auch sehr dankbar für dass wir gesund sind. Unsere Familie ist ganz gesund, und ich bin sehr, sehr dankbar für. Und ich bete bloß und wünsche, dass die gesund sind in ihrer Familie. Ich weiß, vielleicht sind die nicht alle, some von ihnen kämpfen mit Dingen gesundheitlich in ihrem Leben. Und wir wünschen ihnen durch viel Kraft und Gnade. Aber wir sind gesund und das sind wir sehr, sehr dankbar für. Und wir haben auch eine Gelegenheit durch diese Zeit, dass wir können an uns Logo sozusagen, wir haben hier bei der Kirche ein Logo, das von ihnen, was hier tüßern, die weiten dort, some, was hier vielleicht noch näher gewesen sind, aber wir haben dort an unseren Wegen hängen, an verschiedenen Stellen, dort sagt Gott leben, Menschen dein. Dort haben wir überall Ziel von der Kirche. Aber durch diese Zeit haben wir sozusagen hängen und fight, wie dort bieten. Weil ihr das eindenkt, wenn wir dort vielleicht wo an der Wand hängen haben, das ist ein ganz anderes Ding, wenn wir dort einmal ausleben dann. Und so wir haben dort könnt ausleben durch diese Zeit. Viele von ihnen aus kleinen Gruppen, die haben gehalten mit Eten-Top-Haken, für die arme Generation, die arme Menschen an sich gehen. Und ich würde Ihnen tun, wenn ihr noch nicht habt, die können noch, da wird noch ein Stück Arbeit sein, leider. Aber wir haben auch viel getan und die haben sich viel verwickelt gewesen. Und da bin ich sehr dankbar für. Wir haben sozusagen hängen feit, non getan an uns Logo, wo wir sagen, Gott leben Menschen dein. Und das ist was sehr gut ist. Von der will ich reden und positiv sein in eine negative Lehre. Und weet je dat so viel hat zu tun mit, wo wir Dinge sein im Leben, oder wo wir non checken an Dinge. Ich habe früh in meinem Leben, der ist sehr positiv, und einmal war ich gleich bloß mal zu grinsen, aber dann sage ich, wir sind dankbar für das oder das, ja, ich sage sie mal still, ich will bloß grinsen. Manchmal fallen wir uns vielleicht so im Leben, dass wir, das schniert Tauer, oder wir weit nicht der nächste Staub. Aber positiv sein, in der negativen Lehre, das ist so wichtig, was da passiert mit uns Leben, was da passiert, even in dieser Lehre, und wo wir wiederkommen mit dem, oder was in uns Leben passiert, wo wir dann ankommen, das hat so viel zu tun mit unserer Einstellung in das ganze Ding. Und so positiv sein in der negativen Lehre. Ich gleich sei zu Kerten. Ich gleich Kerten mehr als meine Früher. Wenn das jetzt mich scheint, ich ginge wieder, dann will ich ein Restaurant haben. Da habe ich nicht all von aufgeladen. Aber mir hat Kerzen sehr schein. Was mir nicht so scheint, jetzt da das Überbleibsel eten. Ich weiß nicht, was ihr das jetzt, aber der Fritz steht voll, das E-Shop steht voll von Überbleibsel. Und vielleicht gebe ich die Hunde dort oder Schweine oder was immer. Aber weißt du, als ich ab was, meine Mama, die hat einmal Überbleibsel alle tauperieren. Und dann merkt sie Taquitos von dir. Und so, das war ich noch einmal da. Fertig mit Überbläser, vielleicht haben wir ein bisschen Schobeln, Nudeln, verschiedene Dinge im Fridge. Und mir hungert doch, ich sage, no, ich würde mir lieber was anderes merken. Und dann merke ich, mir das was, und das klammt da ab und klammt da ab. Und dann einmal einen Tag, dann sehe ich so wie, okay, nimm mal alles topieren. Und dann dort ein Tortillas nennen, und der Räuschbroten, ein bisschen Flautas nennen wir dem einmal, oder Taquitos. Und dann eten wir. Und weißt du, das schmeckt schein. Und so vielleicht macht ihr in den E-Shop hängen ein Bild anbacken von Taquitos und dann alle was mal dann denkt ihr an, dass all das Überbleibsel, was ihr euch so reich wollen eten, das haben wir eten. Der Punkt mit dem ist, dass wo wir uns Dinge anchecken, da kann ein großer Unterschied merken in uns Leben. Und so durch diese Lehre ist es wichtig, dass wir positiv denken oder positiv sein in einer negativen Welt. Und so ich will von dir ein bisschen reden von Paulus sein Leben. Paulus hat wie ein positiver Mensch einmal eine negative Lehre. In Römer 8, 28 sagt es, wir weiten, dass Gott in alle Dinge immer das Beste wirkt für dich und die Frau ist verwohnen. Wir haben das falschlich manchmal angedacht, dass alles von Christus alles gut und das ist nicht.
Du sind manchmal Dinge in uns Leben, die nicht gut sind. Aber Gott kann die Dinge in uns Leben nehmen, die nicht so gut sind, und er kann da feine Takitos von Bruden. Er kann von uns Überbleibsel, kann er was sehr feines merken, wann wir die rechte Einstellung haben, wenn das hat zu tun mit der rechten Sorte Menschen. Und weet je, was Gott mit mir kann tun, hat so viel mal zu tun mit mir. Wo ich Dinge sage, wo ich über Dinge denke, oder wo ich durch check. Und so er sagt, die wird am gut sind. So die wird Gott gut sind, die wird positiv sozusagen non-checken und diese Dinge, wo wir sind. Und wir leben Gott und wir lassen uns nicht raufreden von allerhand negative Dinge. Und die Menschen erleben. Durch kann Gott schlechte Dinge rumdrehen zu sehr gute Dinge. Und Gott kann gewollte Segen bringen in unser Leben, in dein Leben und in mein Leben, wenn wir die rechte Einstellung haben. Und das ist ein Ding, wo ich mit kämpfe in meinem Leben, von Dingen reich sein. Ich weiß, dass die Menschen positiver eingestellt sind, als ich sehe, als ich Ihnen sage. Gott hat für mich eine sehr positive Früh, auf dieser steht, und das bloß sehr viel wird. Aber weet je, Gott will Takitos bruden. Gott will gute Dinge tun. Gott fragt uns, dass wir positiv sein, dass wir positive Brille haben, dass wir positiv denken in eine negative Lehre. Und so, positiv sein in eine negative Lehre, das wird einen Unterschied merken durch diese Zeit. Ich weiß, die gehen durch Kämpfen. Ich will euch alle zu nichts merken, was die in den Heim durchgehen, mit den Kindern sind Tüß oder was immer ihr haben. Aber weet je, Gott ist noch viel, viel greater als unsere negative Dinge. Und ich will von dir in Bett reden und Philippa 1, 12 bis 19. Aber bevor ich hier hingehe, will ich Ihnen die Hintergrundgeschichte vertellen, was wir hier kommen. Aber diese Schrift steht, das wäre mal meine ganz erste Botschaft, die ich mal braucht für Menschen. Ich war in der Bibelschule, ich nehme dann eine Klasse zum Predigen lernen. In Part von der Heimarbeit wäre, dass wir mussten eine Karte Botschaft predigen und dann wird das abgeschnitten mit einer Videokamera, so wie hier von der auch war dann. Zu der Zeit war ich nicht gewarnt für eine Kamerastuhl, so ich nicht sehe, aber dann dort wir das abschnacken, dann die ganze Klasse dort frisch überchecken und dann dort wir das ausbessern. Und dann wird uns das Treiche dascht. Einmal sagen wir, dass den Stein, den man bei Treiche hat, nicht, der Treiche fehlt. Aber das ist sehr behaltlich, wenn wir dann einmal Dinge, vielleicht mit uns hängen oder Pillen uns in den Nase beim Predigen oder was immer, nicht? Aber wir dann denken, wenn wir das Salz sein und hier einmal was wir sagen, das hält uns sehr viel. Und so, das wäre eine erste Botschaft, die ich mal brachte. Und ich will von dir trägen und das, so von dir gehen wir sozusagen trägen am Anfang. Aber bevor wir da hingehen, werden wir ein bisschen checken nach Paulus sein Leben. Paulus hat seine erste Missionsreise vor sich. Er und Barnabas, sie hatten verschiedene Dinge. Sie haben Kirchen angefangen, auf Weinsfeier stehen, was wir näher weiten. Sie kriegen durchgeprägelt, Paulus wird gesteinigt, verschiedene Dinge passieren auf der Reise. Und dann kommen sie drei nach Antioch. Antioch wird die Stadt, von wo er wird zurückgeschickt. Und dann kam der Trouble in die Kirchen an, dass die Juden kamen, die christlichen Juden von Jerusalem, und sagten, jemand nachher erstmal Juden war, man erstmal das Gesetz annehmen. So dann mussten sie dort erstmal durchfährten. Aber dann gingen sie drei. Und dann, als sie erst dort alle haben durchgekämpft und durchgearbeitet, dann sagt Paulus, das ist dann an ein paar der sagt Paulus zu Barnabas, so sie beide sind nach einem Taub, sie haben Taub für Jesus gelesen, sie haben Taub für Jesus geschafft und Kirchen angefangen. So Paulus sagt zu Barnabas, weil wir nu drei gehen in all die Städte, wo wir den Herrn sein Wort gepredigt haben. Die Brüder besiegen und sein wollen dort jetzt. So das ist ein guter Plan. Paulus will mit Barnabas Taub bei der drei gehen und sie wollen die Städte besiegen, die Kirchen. Mir ist das immer sehr interessant, wo Paulus Kirchen anfangen hat. Er wird ein kleines Stutz hier predigt und das Wort und dann verleiht er, leitet er allein. Und das ist ein interessanter Weg von Kirchen anfangen. So, nu wollen sie drei gehen, die Kirchen besiegen, das ist vielleicht ein Jahr oder zwei vergehen zwischen, das ist eine nette Zeit vergehen hier zwischen. Und so sie wollen diese Kirchen besiegen. Und dann sagt der Barnabas, bleibt dort stehen, dass sie Johannes Markus mitnehmen wollen. So Johannes haben wir mit einem Top auf der ersten Reise in Engstje, aber dann ging er drei in Hus nach Jerusalem. Wir wissen nicht gerade, wen Wort. Some glauben, dass wir vielleicht zu jung und bauen sich noch Namen, dass wir zu schwor und Paulus wird ein harter Mensch. Ich weiß nicht, was da alle wir. Aber anyway, Johannes bleibt da nicht. Und Barnabas sagt, wer wir denen eine Gelegenheit geben. Das wäre Barnabas hast. Wenn du mal was eine interessante Person studierst, dann studier mal Barnabas in der Bibel, was wir von denen kennen. Und so Barnabas, er will Johannes mitnehmen, er bleibt dort stehen.
kann sein, wie hier mit stiefjenackig. Paulus aber bleibt dort stehen, dass sie ihn nicht mitnehmen wollen. Wie als er ihn vorher verloren hat in Pamphylien, und so sie waren sich sehr uneinig über das, und das sagt, sie waren sich so uneinig, dass sie jeder ihren Weg ging. Und Barnabas nahm Markus mit sich in See und Zypern. Und weet je, dit is mir eine sehr interessante Geschichte. Zwei jässelige Männer, können wir sagen, zwei Männer, die ihr Leben sozusagen und allein geben für Jesus. Aber die sind bei einmal, kommen sie gegenüber, sie sind beide ganz klar auf ihr Steck und sie wollen nicht beigeben und so sie spielen sich, sie gehen ihr einen Weg. Das ist mir ein sehr interessantes Ding. Na weet je, das Ding, was ich hier sage in dieser Geschichte ist, dass Gott hat nicht bloß zwei Deiner. Und jemand denkt, wie vielleicht so, wenn wir eine Spaulerie haben oder da passiert was in uns Leben oder vielleicht haben wir einmal nicht mehr mit wem zu schaffen, dann denkt wir so, dann ist es nicht durch. Aber das ist gut, wenn wir erreichen, wenn wir positiv sein in eine negative Lehre, dann kann Gott nicht bloß zwei Teams checken und steht eins. Und das ist was er tut. Und so Barnabas und Markus, er vortreten nach Zypern, dort wird die Insel, wo sie das erste Jahr führen, auf der ersten Missionsreise. Und so Barnabas fährt dort 3 Hahn. Und dann sage ich, aber Paulus will sich Silas und vielleicht auch. Und so die Brüder geben sehr mit. Aber dann fängt Paulus an auf seine zweite Missionsreise. Und weet je, das fängt negativ an, können wir sagen. Sie haben eine große Einsattung. 2 sehr starke Arbeiter für den Herrn, die satten sich ein sozusagen. Und sie fangen eine Ding an. Und so Paulus, geht dann wieder und besiegt die Städte, wo sie gewaßt sind. Sie kommen bei Derbe, in Lystra, in Iconium, sind von den Städten, wo sie erst gewaßt sind. Und da fängt Paulus Timotheus. Ich wollte die Verse nicht alle lesen, in Tidshalben. Aber da fängt der Timotheus, ein junger Bruder, ein junger Mann. Und so nimmt das mit. Dort wird Paulus ihn ganz tröst deiner wieder von hier in sein Leben. Und so, sie haben da gute Erfahrungen. Aber dann fangen sie wieder an zu reisen. Dann sagt er, sie reisen dann durch Phrygien und Galatien, willst der Heilige Geist dort nicht zuleiht, dort wird in Asien zu predigen. Dann weet je, dit is een zeer interessante Ding, dass der Heilige Geist sagt bei einmal nicht hier. Paulus wird von Gott ausgeschickt für die Heiden. Und nu haben sie einen Plan, ich glaube, sie für Paulus und Silas und Timotheus, sie vertalten und sie dachten so, okay, wir wollen nach Asien, dort mein Kleinasien, von der aus der Türkei. Aber in Kleinasien, das ist die Stadt Ephesus, vielleicht wollen sie gerade nach Ephesus, wir wissen nicht gerade. Aber anyway, der Heilige Geist sagt, nicht hier. Und der Geist merkte, der Tauser zu sein. Wenn wir uns denken, dass sie reisen im Westen, und so sie wollen nach der linken Hand, und der Geist sagt, nicht durch. Und dann sagt es wieder, als sie bei Misienheim versuchten sie durch Bithynien zu reisen, aber Jesus in Geist leitet nicht zu. Das ist mir ein sehr interessantes Bild. Ich habe mir so ein Bild, das steht. Sie reisen im Westen, von Antioch nach Westen. Und so, sie wollen nach Ephesus, nach der linken Hand zu sein, aber der Heilige Geist sagt nicht hier. Und dann denken sie, okay, wenn wir nicht kennen, wo wir nach der rechten Hand gehen, aber der Heilige Geist sagt nicht durch. Und das ist ein bisschen so, dass du bloß ein schmaler Weg, wo du im Westen geht. Und der Heilige Geist merkt deren zu. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben mal belebt hast, dass du das tust. Vielleicht hast du einen großen Traum gehabt. Du hast gedacht, Gott lädt dich wohin. Du hast ein klar gehabt, dass Gott wir mit dir. Und auf einmal dann ist dir das zu. Und irgendwas passiert, dass es nicht auskommt, so du dachtest, es würde. Und dann kommt es darauf an, dass wir wundern, was passiert hier. Und ich stelle mir so vor, diese Jungs, sie gingen Westen. Sie waren nicht arm, sie gingen nicht in Haus für ihr Credit. Sie gingen wieder nach Westen, aber die wollten sich verteilt haben, was geht hier an? Wir dachten, Gott hat uns geschickt. Die Kirche gibt uns sehr mit. Gott gibt uns Timotheus, ein junger, starker Arbeiter. Aber was tut Gott nicht? Wo will es diese der tun, wo ist der tun? Wo will Gott mit das tun? Ich stelle mir vor, sie haben sich von dort angehalten. Wie man denken, dass durch diese ganze Geschichte, Paulus weiß nicht das eng. Wie weit das von dir, und dann ist es leicht davon reden. Aber in dort leben, wo du von dir bist, und dort leben, wo ich sie, wie weit nicht das eng. Wir sind in einem Mad von einem Sturm zu sein, und wir weit nicht das eng. Aber wenn wir Gott vertrauen in so einer Zeit, wenn wir positiv sein in der negativen Lehre, wenn du vielleicht in der Lehre bist, was dir nicht scheint, oder du denkst, das ist nicht reich, wenn wir positiv lernen zu kicken in der negativen Lehre, wenn das sehr, sehr wichtig, was Gott mit dir tun kann,
Was Gott wieder mit die kann tun und was er mit mir kann tun. Und was er mit uns als Kirche wird tun, liegt in langen ein, hängt davon auf, wo ich du überdenken. Oder wo wir wollen wieder handeln. Wenn Gott schafft durch Menschen. Gott kann Gott durch Wunder alles tun, wenn er will. Aber meist niemals das. Er schafft durch uns Menschen. Er will han Wiesalen gehen. Paulus gehen gerührt, Silas gehen gerührt. Aber die deren wären tau, links und rechts können sein, wären die deren tau. Und so, sie reisen, sie bei Misien vorbei und kommen nach Troas. Und schließlich, sie reisen Westen, und die deren sind tau, und die deren blieben tau, und die sind in Troas. Und ich stelle mir so vor, dass sie sind Menschen, weißt du, und du denke ich mal, okay, was vertalen diese Jungs sich? Und so du in Troas, du sind sie nu vielleicht auch ein Tag oder zwei, was, ich weiß nicht wie lange. Aber du sagten so Raum 4 so aus. Und sie wundern, was geht hier an? Was will Gott von uns? Wo will Gott uns nicht in Ephesus? Wo will Gott uns nicht nur im Norden reisen? Wo sind wir hier in Troas? Was will Gott mit uns? Vielleicht haben sie auch so gedacht, fährlich gecheckt und so gedacht, boy, da wird interessant sein zu sein, wo Gott wird wieder leben. Ich weiß, meine Früher, ich rede noch mal vorne, und das ist mit eher Spruch einmal, da wird interessant sein zu sein, wo Gott wird leben. Man, wir wollen zurückchecken, 5 Jahre wieder, wollen wir sein. Und wir wollen zurückchecken, nur diese Zeit von Coronavirus. Wo hat Gott geschafft? Und was wird Gott nur das tun? Und so, das wird sehr, sehr wichtig sein, dass wir die rechte Einstellung haben. So, sei, stelle diese Verse verteilen von das. Aber dann sagt er das, denn danach hat Paulus eine Vision. Dort hat ein Mann von Mazedonien beten für uns stund und sagt, komm eben nach Mazedonien und help uns. Das, wo sie nur lügen, das, was sie wollen. Dass Gott wird endlich mal wiesen. Sie haben Gebet gewesen, sie haben verteilt. Und sie haben Gott gefragt, wiesen uns mal, was weißt du von uns? Wo ist diese der Tau? Wo ist der Tau? Wiesen uns mal. Einmal haben sie eine Vision. Wow, wenn wir einmal eine Vision haben, wie können wir einmal ein klares Bild zu sein, was Gott von uns will. Ich meine, stellt ihn für das heutige Bild so, ab zum Übersetzungen, dass sie Stunden nach danach ab. Ich glaube, was Paulus die Vision ist gehört hat, er rasselt in den Bad rein und sagt, Silas, Timotheus, nu über Fuß in die Schau und tragen. Nu sag war ich. Nu hat Gott mal endlich gesagt, was er von uns will. Nu will er haben, wie soll nach Mazedonien. Und so, sie stehen ab. Und das sage ich, als er diese Vision nu gesehen hat, versucht, wie Fuß nach Mazedonien zurückkommen. Weil wir nehmen an, dass der Herr uns durch Han geraubt hat, das Evangelium zu predigen. Dann ist es interessant, wo sie das übersetzt haben. Ich kicke ein bisschen in die englische Bibel. Und weißt du, das hört sich hier in meisten Bett so, wie will nicht ganz klar sein, dass das Gott hat es wirklich getan. Vielleicht sagen wir einmal ein bisschen steht. Wir glauben an auch ganz nah, was Gott mit uns will. Wir glauben, er hat uns eine Vision gegeben, aber das meiste von uns nicht wären zu sein. Und vielleicht ist es manchmal, wenn wir haben zu viele Töne deren gehört in uns Leben, aber einmal sind wir nicht mehr ganz so überzeugt. Und so sage ich, wie nehmen an, ich sage nicht, wie sind es nu sicher, nu raubt Gott uns nach Mazedonien. Ich glaube, sie wären, aber so ist es geschrieben, das ist mir bloß interessant. Und so sie sagen, wir nehmen an, dass Gott lädt uns nach Mazedonien. Ich habe euch gesagt, dass das ist für mich ein von den ganz interessantesten Dingen, der wichtigsten Dinge in der Apostelgeschichte. Und das ist, wo das Evangelium nach Europa kommt. Und ich habe euch gesagt, dass unsere Vorväter kommen von Europa. Und die leben da 1000 Jahre Luther, oder über 1000 Jahre. Aber weißt du, Gott will sich Europa aus das Land, wo das Evangelium haben. Und 500 Jahre träger oder so, wie unsere Vorväter da. Und die wissen Jesus, die kennen Jesus, die geben an ihre Generation und von der weit wieder. Von Generation zu Generation. Und wie weit das Evangelium von der. Und dort hat mit das zu tun. Ich glaube, Gott will sich hier, dass ein Tag soll John wohl mich kennen, er soll mein Wort verkündigen. Und so, meist 2000 Jahre träger, will Gott sich das Evangelium nach Mazedonien zu bringen, was von der das Land Europa wird sein. Und so das ist für mich immer persönlich, das ist bloß meine eine Idee über das. Aber anyway, nu hat Gott mal klar gesagt, nu hat Gott mal eine klare Vision gegeben. Nu weet wir korrekt, was der Traum ist, nu weet wir, was unsere Vision ist in die Kirche. Gott leitet Menschen dahin und wir wollen Menschen gegen Jesus merken und all so eine Dinge, dort sei wir uns immer, so wir haben Klarheit, das ist, was Gott will, das ist, was Gott uns handelt. Und so das ist, was hier passiert. Und dann kommen sie nach der Stadt Philippi. Sie machen eben Reisen waren, aber sie kommen nach der Stadt Philippi. Und durch in der Stadt, durch fingen sie gläubige Menschen, oder da sind Menschen, die sich zu bekehren. Da ist du nicht zum ersten Mal so, als wenn du Erfolg hast auf dieser Reise. Und so dann sagt eine früh, und das ist Lydia, sie ist eine, die der Schachern mit sich,
blijven oude Zeichen, sagt dat eine Früh, die möchte hat das hart op, dat sie darauf achten, was Paulus sagt. So sie kommen nach Philippi, und das ist nicht eine Jüdenschule, weil dort wir eine römische Stadt, da wohnen wenig Jüden, aber sie gehen an Rifa, weil dort wieder Angewohnheit von Jüden, dort sie dann wurden bei Rifa irgendwo in einen Baum, Gottesdienst haben, und dort wo sie diese frühes fing. Und dort wo Lydia ist, und sie nimmt dem Herrn an, und sie wird getauft mit ihrer Familie getauft, und sie lädt ihn an euer Haus, und sie sagt, ich wohne hier bei meinem Haus, sie werden eine wohlhabende Früh, und wenn ihr nu bei einmal fangen die Dinge mal an, nicht zu fallen. Das wo wir dort gleichen. Nu haben wir eine Vision, nu weten wir, was Gott will, und die Dinge fangen an zu schaffen. Nu sind wir hier nach Philippi gekommen, und nu haben wir eine Früh gefangen, die hat Jesus angenommen, nu haben wir ein Haus gefangen, wo wir wohnen können, und nu sind wir mal auf dem Weg. Nu endlich schafft es mal, und ich sage so fair, sie danken Gott, dass es nu mal endlich schafft. Nu können wir mal sein, was Gott will. Wo in Jane der Tobi, wo in der Tobi. Nu sind wir hier in Philippi, und wir weten, dass Gott lehrt uns her. Und wir sagen einmal checken, dann können wir klar sein. 2020 Vision, sagen wir einmal, das wollen wir checken. Wir können sein, wo Gott gelehrt hat. Aber nur, dass wir hier Band sind, und wir weten noch nicht den Anfang von das Eng. Dann mal einmal, wo möglich ist. Dann mal einmal wundern wir, okay, was tust du Gott? Und ich sage das für Paulus und Silas und Timotheus, so halten sich. Und wenn ich eindenke, was danach passiert in Troas, gleich weg, und das ist das Lukas, der wird das Evangelium schreiben, das Lukas-Evangelium, auch Apostelgeschichte Luther, der fängt an mit Paulus zu Therese, und das passiert in Troas. Und so, verschiedene Dinge hat Gott mit ihnen zu tun, aber nun sind sie mal endlich da, wo sie Erfolg haben. Und hier wird es nicht Gott geben. Und ich sage für sie haben große Träume, sie gehen predigen in der Stadt. Aber dann kommt da was man, das ist nicht mehr in dieser Stadt, sie ist eine Wahrsagerin, und die Menschen merken Geld mit ihr, und die geht in den heran, schreckt in den heran, Tag für Tag, und schließlich Paulus hat den Mut voll. Und ich bin nicht einmal, wieso lügt Paulus so lang? Wenn die Bibel sagt, dass Tag für Tag schreckt er in den heran. Vielleicht weiß Paulus, was wird passieren, wenn er das wird tun. Aber bei einmal ist ihm der Mut voll, und er muss bloß mal tun, was wir machen tun. Und so er trifft die beide erst durch. Und dann sagt er, dass als sie ein Goat verklappt haben, also sie haben ihn bei sich erst durchgedreven, die Wirtslied sind da, sie schlafen nicht am Marktplatz, rieten nicht die Kleider von Liefer auf, und ohne ihn zu recht bringen. Und als sie ein Goat verklappt haben, schmeißen sie an in das Gefängnis und befohlen den Gefängniswächter an, du sicher zu holen. Wir dachten, wie wir in Gott sein wollen. Wir dachten, Gott hat uns klar gesagt, was er will. Und ist es alle totgeklappt. Nu haben sie uns Mess kreblich geschacht. Und zu der Zeit, weet je, wenn der Räumer, wir haben durchschachten, dort wir nicht verraten. Und so sie haben ihre Reihe das ganze Blut richtig gekillt. Und sie sagen, hol diese durch sicher fast. Ich meine, diese Jungs sollst du sicher merken, dass die nicht wollen fortkommen. Und so das Gefängniswächter, der wird von einem verlangt wird, stoppt an am gebändigsten Gefängnis und schlägt an die Feit in den Platz fast. Na, vielleicht habe ich mal Bilder gesehen von zwei Boltjes, haben sie rund die Lache rausgeschnitten und durch die Feit durch, dann wurden die Top geschraubt mit Boltes. Ich weiß nicht, ist das, was sie hier hatten, vielleicht hatten sie bloß Schäden, wir wissen nicht. Aber allemal das Mann, die haben Orders gekriegt, ihn zu festzuhalten, und die stoppt in das unterste Gefängnis an. Zu der Zeit wird es fertig unter der Erde, ganz not und voller Roten und stunk, dass wir uns nicht feststellen können. Und da sollten sie nu mit blauer Reis in der Feit festgeschlossen in Platz. Gott, wo bist du? Gibst du uns nicht eine Vision, dass wir sollen herkommen? Hat wir nicht einen großen Traum, was du willst schaffen, und hast du uns hier nicht korrekt hier angebracht? Ich meine, jene, der möchtest tau, aber dann schließlich weiß uns mal klar, was du willst. Und wo bist du? Was ist hier passiert? Und weet je, einmal starft uns Traum. Wir als Kirche und als Familie haben ein bisschen belebt, dass einmal hastig, dann wundern wir, okay, wir hatten einen Traum, aber wir dachten, Gott lehrt, und Gott hat uns eine Vision gegeben. Was ist nicht geworden? Wo ist Gott in das alle? Und wenn dann haben wir eine Gelegenheit, eine Entscheidung zu merken, wie kann so negativ werden, wie kann vergrünzt werden, wie kann besser werden gegen Gott, wie kann uns von Gott aufschließen, wie kann dort eine eigenen haben und sagen, weißt du Gott, mit das sind wir durch. Ich sage einmal, wie kann dort alle am Nähl hängen. Und Paulus und Silas hatten nie eine Gelegenheit, dort alle am Gruben zu haben. Ich meine, Gott hat ihn so angeschmiert, er hat ihn hergelassen, und hier lassen verkielen in Gefängnis stoppen. So können sie denken. Aber sie denken nicht.
positief zijn en een negatieve leeuw. En weet je lied, Paulus en Barnabas, Paulus en Silas, zij beden verder ihr beden. Zij loofden God verder ihr beden. Zij loofden God verder gevangenis op weer. Zoals ik eerst zei, wie weten nu die Geschichte, aber zij deuten nicht. Zij wissen gar nicht, hoeveel Jahre werken zij worden zaten im Gefängnis und durch halb verfühlen. Zij wisten nichts von dort. Aber door Mädel danach sagt es, dass sie loofden Gott. Aber Mädel in der Nacht beten Paulus und Silas und singen leider Gott zu loven. Mädel danach verder Gefängnis op weer. Als Reis noch weiter und blutig werden, als Feite noch festgeschnallt werden, dann beten sie, dann loofden sie Gott. Positiv sein in eine negative Lehre. Und wie weit in die Geschichte, wo Gott ein Erdbeben schickt, und sie waren los, der Gefängniswächter, der bekeert sich danach, er nimmt ein Drüt, wascht Reis auf, geeft ihn zu eten, seine Familie wird getauft danach. Das wäre eine interessante Nacht, nicht? Weißt du, wohin das eine interessante Nacht wäre? Positiv sein in eine negative Lehre. Und Paulus und Silas, sie weisen, dass sie können positiv sein in eine negative Lehre. Und ich weiß, dass Dinge sind manchmal te moedlos worden. Aber ich will je sehr moed merken. Wenn wir uns lernen, dass wir uns überbleibsel, wenn wir dort Gott geben, und er wird Takitos merken. Und weet je, Gott kann sehr gute Dinge bringen, von sehr negative Dingen, wenn wir am Leben. Und das ist der Schlüssel, dass wir die rechte Einstellung haben. Ich habe einmal sogar uitgefunden, dass wenn ich negativ wäre, oder ich vielleicht sozusagen abgebe, dann hat Gott danach sehr positive Dinge durchgebracht. Aber wo wir eingestellt sind, spielt eine große Rolle in was Gott mit uns kann tun. Und so ich will Ihnen sehr merken, wir wollen in Philippa gehen, Philippa Kapitel 1. Und Paulus, lebt diese Kirche. Wenn wir den Paulus in den Brief lesen, der Philippa-Brief, das meiste ist ein Leibesbrief. Und lebt diese Kirche. Hat hier in dieser Kirche besondere Dinge belebt. Und so, lebt diese Kirche. Und schrift nu drehen. Weet je, das lange Zeit vergangen hier zwischen. Und Paulus, das war am Gefängnis. Ditmal glaube ich, in Rom. Wir wissen nicht 100% genau, aber war am Gefängnis, da weten wir. Und so, schrift diese Kirche im Brief. Und sagt hier in das Briefwort, was mir all für viele, viele Jahre, von dann, was ich diese Botschaft mal ganz erst einmal predigen habe. Von dann, was von der als mir das ein sehr besonderer Aufschnitt gewesen in meinem Leben. Aber Paulus wies dann zwar, wo er denkt. Er fängt das an. Brüder, das soll je weiten. Und weet je, Paulus, ist im Gefängnis, schrift nur die Kirche in Philippi. Und sagt, Brüder, das soll je weiten. Was sollen sie weiten? Dat is de Frau. En zo hij zegt, wat ik durchgemerkt heb, so dit zal je weten, wat ik durchgemerkt heb. En so Paulus hat al vielmal geleden für Jesus. Wir weten nicht, wo seine Lehre nu krijgt wir, als hij door een Gefängnis wäre. Vielleicht wäre nicht irgendwo ein starker Fass geschlossen, aber ein Soldatenfass. Und so haben wir Fass. Aber was ich durchgemerkt habe, ich will Handy soll nicht weiten, Brüder, dass dieser Coronavirus kann sein, oder diese Lehre, wo wir nu bei sind. Ich will Handy soll weiten. Was ich durchgemerkt habe, hat mitgeholfen, das Evangelium zu verbreiten. Na, wir können vielleicht so denken, dass okay, nicht der leidende Prediger des Fass, den haben sie angestoppt, nu wird es stillhalten. Nu wird das Evangelium abhören. Wer wird nicht heute anfangen? Und dann so Paulus sagt, ich will Handy sollen weiten, das was mit mir passiert ist, oder was ich durchgemerkt habe, hat mitgeholfen, das Evangelium zu verbreiten. Und die Frau ist wohl. Und er hat uns zwei Dinge. Er sagt, dadurch, als allem in der Regierungspaulus und auch andere dort klar geworden, dass ich wegen Christus in die Kirchen sehe. Na, die Frau ist das, wo war der Regierungspaulus dort an? Wo war das Regierungshus dort an? Die waren dort durch Paulus an. Weet je, Paulus hast du gefangen. In Geschichte, wir sagen uns, dass die Römer, sie hatten einmal vielleicht einen Soldat, und dann wird er da angeschnallt an den, oder der Soldat muss den bewerten, und die Soldaten, die denen alle Feierstunden, die nehmen am Tischen. Nicht all die mal fair. Paulus. Er hat einen Soldat, der ist von ihm angekehrt, der kann nicht mal futgehen. Und so, er kann ihm von Jesus vertrauen, für Feierstunden. Und dann kommt ein anderer, und dann hat er den. Und dann kommt noch ein anderer, und dann hat er den. Und das geht nicht so lang. Diese Soldaten, die gehen dann drei, wo sie wohnen, oder noch andere Soldaten, und das verspreit sich. Hey, weißt
hast du gehört von den Gefangenen dort, like der Mensch? Das ist something Besonderes von denen. Like die vertellen mir von den Jesus, was dort so in Jerusalem wird gekreuzigt, some Jahr und 3. Und so Paulus hat vertelt in das Evangelium. Und ich glaube, so viele von diesen kommen zum Glauben. Und dann ging das ganz bei den Kaiser, like den sie in ganz Regierungshus, war dort an von das Evangelium. Weißt du, wo wir hin? Wenn Paulus sagt, kann positiv sein in der negativen Lehre. Paulus sagte nicht und grinst. Er sagte nicht, und wir dull und mutlos und bloß, grinst diese Soldaten nach viel, wo Gott am angeschmiert hat und was da alle hat was durchgehen vernuscht und sie in das Volk der Juden, wir nehmen jeden Namen, haben am festgenommen in Jerusalem und haben am neben dem nach Rom geschickt. Wir wissen nicht, was alle geworden wären in seinem Leben, aber das ist nicht, was er diese verteilt. Und er hat aber gekannt. Positiv sein in einer negativen Lehre. Und so Paulus wie fast, aber er nimmt die Gelegenheit und er predigt das Wort. Und der ganze Regierungspaulus, was das an? Das heißt hier wegen Jesus fast. Heißt nicht ein Kriminalkörper sein, er hat nicht wem Tod gemerkt, er hat nicht wem Geld aufgegangen oder einzelne Dinge. Er sagt an wegen Jesus. Und so, er verteilt ihn dort. Und dann sagt er, durch meine Gefangenschaft haben die meisten Brüder am Herrn, so andere Christen, die in die Kirchen darum wären, vielleicht in Rom oder sogar hier in Philippi oder in anderen Kirchen, er sagt, durch meine Gefangenschaft haben die meisten Brüder am Herrn Wort. Was haben diese Brüder getan? Die haben sich nicht verstärken, die haben sich in den Stich gebracht, die verliehen Jesus oder die haben nicht abgehört mit Predigen. Was haben diese Brüder getan? Er sagt, mehr Mut gekriegt, Gott sein Wort noch driester und furchtloser zu predigen. Einmal, wenn wir in einer Lehre sind, wo wir nicht wissen, was passiert, dann sind wir erfinderisch. Das ist ein Ding, was ich sehr noch verweicht check, wenn diese Titel schon ever sind. Und wie waren kein Zeug kann und die Geschäfte waren up sind. Aber wir mal sein, ein paar Jahre wieder von hier. Was von den neuen Dingen, wo wir alle haben, ausgefangen durch diese Zeit. Und weißt du, wie als Zeug handelt, some Dinge muss unterstützen, als wir gewandt sind. Wir machen neue Dinge ausfangen. Das ist ein gutes Ding. Dann bleiben wir nicht bloß auf einer Stelle stehen. Und so Paulus sagt, durch meine Gefangenschaft haben viele Brüder Mut gekriegt, noch furchtloser zu predigen. Und in der Stadt, der es still gehalten hat, wird es bloß Dollar verbreitet. Und das ist, was Gott will tun. Wir haben nun nicht Zeug, wie unsere Banken sind ladig. Ich sehe hier meist ganz allein in das Gebiet. Aber ich kann euch sagen, dass das Gebiet ist nicht die Zeug. Du, wo du bist, ist die Zeug. Aber ich erwarte, wenn wir schwören können, war ganz viel Fall kommen, wir wollen sehr wissen. Ich kriege fertig, nur was Gott alle was tun. Für die können wir das noch nicht sein. Für die Fall wir einmal vielleicht noch abgeben. Oder für die Fall, wo so ein Mensch hat so ein feines Business am Gehen, ist, die verliert das alle. Für was immer du ist, positiv sein in der negativen Lehre, sehr, sehr großer Unterschied. So, dann lesen wir wieder. Er sagt, wenn du doch so ist, dass einige Christen sich oft ganz Streitsucht predigen, so dann andere das doch ist gute Meinung. Na, hier ist ein interessantes Ding. Er sagt, da sind viele Brüder, Brüder geworden, die das Evangelium predigen. Bloß da sind so eine Mann, wo das dann abends zum Nerg. Ich habe mich gewundert, was tun die? Aber was treibt diese Menschen? Aber weißt du, was interessant ist? Sie predigen Christus, aber mit einem rechten Motiv, mit einer rechten Ursache. Aber sie predigen Christus. Und Paulus sagt, du sind so, was Christus in Aufgangs und Streitsucht predigen. Die wollen sein, mein Leben schwer zu merken. Die wollen sein, zu streiten mit mir. Wir wissen nicht korrekt, was das für Menschen wären. Aber das ist sehr interessant, dass Paulus sagt, hey, Leute predigen. Er sagt, er denkt positiv sein in einer negativen Lehre. Dann sagt er, sie rechnen Jesus wirklich viel, die sie wissen, dass es hier sehr für das Evangelium entstehen. Na, er redet hier von, du wirst positive und negative sozusagen. Du wirst some Menschen, die predigen, ut Leib für Christus unterreden, um seinen Trouble zu merken. Aber was immer die Ursache wäre, er sagt, die rechnen Jesus viel, so er redet hier von der positiven Seite, er sagt, die rechnen Jesus viel. Das ist ein wichtiges Ding. Er sagt nicht, die rechnen die Zeug so viel, oder die rechnen mir so viel, er sagt, die rechnen Jesus so viel. So die don't predigen für Jesus. Und dann sagt er, Jane, also die Negative, Jane, die Christus Meier, ist oft ganz aus dem random Brief predigen, meinen, sie wollen mir die Gefangenschaft noch schwanger mehr. Und wir wissen nicht korrekt, was die deuten. Er sagt uns dort nicht. Aber weißt du, Paulus ist falsch. Und da sind Menschen, die arm für sich tot zu sagen.
Du sind Menschen, die predigen, vielleicht sagen sie negative Dinge von Paulus, vielleicht sagen sie, Paulus sagt mit Isaac an, wenn er nicht so grobmütig wäre, nicht so stiefjäckig und all so eine Dinge, dann würde er nicht sein. Ich weiß nicht, was sie alle sehen. Aber eine Weise, sie versegen Paulus sein Leben schwanger zu merken. Und wisst ihr, wo checkt Paulus dann an? Und hier müssen wir daran denken, dass Paulus der positiv sein in der negativen Lehre. Heißt fast, Jane, und die predigen Christus. Aber dann sagt er das, aber was ist daran? Auf Englisch sagen wir mal, so what? Ich habe viel mein Leben an das gedacht. Wir als Christen, wir können uns Fertigen sozusagen bieten, wegen Kleinigkeiten. Vielleicht läuft einer nicht korrekt das Act oder jemand hat ein Bett was Negatives gesagt von mir und dann den, wo ich schwört merken, den, wo ich dann bieten wir uns anzeichnen. Wir fangen an, Geschichten zu vertrauen, einen und anderen. Und hier wir Menschen, some predigten, wenn sie lebten Jesus, andere predigten Jesus, wenn sie wollen Paulus tausaten. Das ist ein sehr interessantes Ding. Aber sie predigen Jesus, da muss ich klar haben, wenn Menschen eine falsche Lehre haben, dann wie Paulus sehr heute hängen am Keller. Dann wird er hungern, weiß nicht was alle. Ich meine, er empfiehlt das ja eigentlich nicht an wir. Für Menschen, die falsches Evangelium predigen. Aber diese predigen nicht ein falsches Evangelium. Die sind bloß gegen Paulus. Und dann sagt Paulus, so what? Wenn Menschen gegen mich sind, oder Menschen gleich in mir nicht wäre, so what? Wenn sie predigen Jesus sein Evangelium. Mir ist es immer sehr interessant gewesen, dass Gott sein Wort als immer stärker als Menschen ihr Motiv. Du wirst einmal denken, einmal denken wir vielleicht so, der Mensch predigt das Evangelium, like ich weiß some Dinge von denen, und der predigt das Evangelium, weil wir niemals vergessen, dass Gott sein Wort und Gott seine Kraft ist immer stärker als der Mensch, der das predigt hat. Gott kann durch mich als ein fehlerhafter Mensch, und wenn ich vielleicht some Dinge manchmal im Leben habe, die nicht gut sind, oder ich habe manchmal eine Einstellung, die nicht gut ist, Gott kann dort nehmen und Menschen zum Glauben bringen, und das, was er hier tut. Und zu dieser Predigen, das Evangelium mit rechten Sinn, rechte Motiven, und Paulus sagt, so what? Like, wenn die mich wollen tausaten, so what? Was ist daran, sagt er. Und dann sagt er wieder, ob das nicht mit einem Abbrechen oder Abbrechen Grund kommt, das Wichtigste ist, und welche hier ist eine sehr wichtige Lehre für uns, das Wichtigste ist Wort. Was ist das Wichtigste, wenn wir in eine negative Lehre sind? Was ist das Wichtigste, wenn du vielleicht gegen mich ist, oder wer reden mit gegen mich, oder jemand läuft nicht alles, was ich läuft, oder die schriftlich und Facebook alle haben von mir. Was ist das Wichtigste, wenn wir in dieser Lehre sind? Und so Paulus, er sagt, dass Christus unter alle Umstände gepredigt wird. Das wäre am wichtig. Na, wenn wir wollen positiv sein in eine negative Lehre, dann müssen wir Jesus Nummer 1 haben in uns Leben. Paulus, den wird durchgeklappt, haben wir in Gefängnis gestoppt durch Philippi, aber sie singen und beten, du weißt wo wir wenn Jesus wie am Nummer 1 und wir reut und wahrlich für Jesus zu sterben. Nu, als waren in Gefängnis, some Brüder predigen das Evangelium mit einem rechten Motiv, sie sind gegen Paulus, vielleicht sind es Juden even, von was gegen am sind, wir wissen das nicht, aber anyway, sie predigen gegen Paulus und er sagt, so what? Solange als Jesus gepredigt wird. Jesus ist immer weggesagt. Weil Johannes, der Täufer, er sagt, Jesus mal tonehmen, einmal aufnehmen. Einmal nehmen wir uns selbst so wichtig, und das ist so schrecklich wichtig, was sie mir haben angetan, dass ich ganz von Jesus vergeht. Das ist eine von der größten Lehren, die was in meinem Leben, glaube ich, von dann, wo ich diese Botschaft mal das erste Mal predigen darf, dass wir waren so abgerecht, wenn Menschen ein Klimbit was jenen ansehen, aber nicht abgerecht, wenn sie Jesus brücken zum Pflegen. Und so wir haben lange in einem Land gewohnt, wo Englisch geredet wird, und da wird Jesus fertig gebraucht zum Pflegen, und so, who cares? Nicht, dann sagen wir, so what? Aber wenn sie bei einmal wegen mir waren, was sein, oder wenn sie mir bei einmal waren, brauchen zum Pflegen, oder sie waren mir doll daran, oder mir utlachen, oder utspatten, und dann pass auf. So habe ich einmal gesagt, Paulus, wir kriegen anders. Wenn sie Jesus sein Evangelium verdrehen, dann wird er heute in Anfang gesagt, und dann sagt er, sie sind euren Fluch, und er nannte an einer steht, like der Hoing, was sich selbst verschnitten und so weiter. Paulus hat streng gewehrt für die, was das Evangelium verdrehen. Aber wenn sie Paulus verdrehen, wenn sie arm utspatten, wenn sie arm versuchten, zum Nerv zu leben, dann sagt er, so what? Solange als Jesus gepredigt wird. Und so Paulus, er checkt positiv in eine negative Lehre. Aber was ist daran, sagt er, oft das nicht in einem Abbrechen oder Abbrechen Grund kommt,
das Wichtigste ist, dass Christus unter alle Umständen gepredigt wird. Dann sagt er, und dort freue ich mich, und wo mich auch wieder freuen. Und Paulus, er freut sich, erstens, der das Salz das Evangelium predigen, durch im Gefängnis, und andere Bereiter predigen dort, und so wird am zum Nerk down, aber er sagt, who cares? Like Leute predigen, solange sie Jesus predigen. Und er sagt, dort wo ich mich freuen. Und er sagt, ich weiß, dass dort, was mir passiert ist, so Paulus, er hat Hoffnung, er hat Glauben, er sagt, ich weiß, dass was mir passiert ist, durch jene Gebete und durch die Halb vom Helden Yes, oder durch Jesus Christus sein Yes, dort wird am Dein, dort wird am zum Golden Dein. So er sagt, diese Lehre, wo ich sehe, ich weiß jene Gebete, ich weiß der Helden Yes, das wird, wo ich bin sehe und was hier passiert, dort wird mir zum Golden Dein. So er checkt vorab und er hat Glauben an Gott und er sagt, weißt du, das wird Gott utkommen. Nou, hij had Hoffnung, hij wird losgelassen worden door de Raum. Some Geschichte wird leben, hij wordt losgelassen. De Bibel sagt uns das nicht. Aber allemal, Paulus hat diese Hoffnung. Und so positiv sein in eine negative Lehre. Ich will je moed merken, wo immer du bist, wo immer Lehre du bist. Wenn wir positiv sein in eine negative Lehre. Weet je, de Schrift sagt, Gott kann sehr feine Dinge bringen, uit schlechte Dinge, wenn wir die rechte Einstellung haben. Wenn wir am Leben. Und so positiv sein, eine negative Lehre. Wir würden gleich in Tag kommen als Zeug. Gleich kämpft ihr in den Heim. Ich weiß nicht, was in dein Leben geht. Na, wir hören von Sam von den 3. Wir haben auch viel von den gehört. Frauen ans Bett für das, Bett für dort. Und weet je, wir beten für ihn in den Heim. Wir beten, dass du den Geschäft nicht wirst verlieren. Aber das ist möglich, dass Sam von den wollen. Und die haben die Kinder vielleicht Hus, die Dinge, die sind nicht das Leichte, die groß sind, die kämpfen. Ich will Ihnen merken, wenn wir unsere Augen an Jesus halten, wenn wir positiv sein in eine negative Lehre, und weil Gott kann von dieser negativen Lehre große Segen rausbringen, wenn wir unsere Einstellung gerecht halten. Ich meine, Gott ist nicht abhängig von meiner Einstellung und was er in dieser Welt hat, aber was er in meinem Leben kann tun. Hij heeft mij een vrije wil gegeven. Hij wil grote zee in mijn leven aanbrengen. Aber einmal sind wir so negativ und so jeden an und wir haben alles im Gruben gehabt und wir haben sozusagen mit Gott abgegeben, wir haben am Nähl gehangen und mit dort sich durch. Wenn wir nicht handeln, wenn wir positiv sein in der negativen Lehre, wenn wir nach Tod beten, ziemlich Futter. Du weißt gerade, wo wir sind. Und du weißt, wir leben in einer Welt, wo Dinge nicht reich schaffen und nu sind wir in einer Stadt, wo es nicht reich ist und wir können nicht hochkommen als Zeug. Und in der Heime kämpfen sie vielleicht mit Kindern, mit Arbeit und verschiedene Dinge. Und Herr, wir wollen nicht an der negativen Seite fokussen oder du bloß an denken, aber wir wollen positiv sein in der negativen Lehre. Und nicht bloß hier in dieser Lehre, aber was immer in uns Leben passiert. Ich bete, dass du uns verschalten, dass wir von Paulus wollen lernen, dass keinem was passiert, ob sie je mich sind oder nicht, ob sie mich verkielen oder nicht, ob sie mich anschlagen oder nicht, solange uns Jesus Christus gepredigt wird. Solange uns Menschen zum Glauben kommen, solange uns wir unsere Ewigkeit vor uns haben und wir haben uns Glauben an Jesus Christus fast, dann wird es alle gut kommen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns vorhalten. Ich danke dir, dass du uns sozusagen scheine Takitusbruden von unserem Evangelien, wenn wir dir das Wort geben. Und ich bete, dass du uns leiden. Und ich bete für jeder Heim, wo uns von dir hier, jeder Person, wo immer die sind, Herr, ich für dein Sehen, ewig und deine Kraft, positiv zu sein in einer negativen Welt. Wow, das ist eine sehr gute Botschaft, was wir hier tun. Wir wollen diesen Service nicht toll merken, für wir haben die Jelena gegeben, dass du auch Jesus Nummer 1 merken in dein Leben, das wir hier tun. Und so vielleicht bist du und sagst, ich kann Jesus nicht Nummer 1, ich habe ihn noch nicht angenommen, ich kann ihn nicht und ich will gleich von der den Staub zu nehmen. Und so, ich will mit Ihnen beten und ihr könnt das Evaluides mitnehmen. Reimatieren, das sagt, wenn du mit deinem Mühl Jesus als Herr bekennst und glaubst, dass Gott Jesus von dort hat abgeweicht, dann wirst du seilig worden. Und dann ist es wichtig, wenn du Jesus annimmst, bekannt das mit deinem Mühl. Und dass andere das können hier und dass du wirst seilig werden. So, ich würde gleich bis mit dir zu beten. So, bet bis evaluiert, wenn du dir bist, was du sagst, ich will Jesus annehmen von dir. So, wir zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du bist gestorben am Kreuz für mich. Ich sage mein Glauben von dir ab dir. Und ich frage bloß, komm mit mir frei. Mit mir frei von meinen Sinn,
von Bitternis, an Vergebung, von der Schuldgefallen. Komm mit mir ganz frei. Ich sage mein Glaube auf dich und ich danke dir, dass du mich frei machst. In Jesu Namen. Amen. Hey, danke schön, dass du hast, dass du Bruder gewaschen hast, dass Gebet. Wir wollen gleich von dir hier. So schreib uns und uns Nummer, sei uns, wo immer du bist, das Welt, sei uns bist, dass du hast Jesus angenommen, wir wollen gleich von dir hier. Wenn du hier das so angehst, wo bist und du willst gleich draußen und wieder zu gehen, dann komm reden mit uns und wir können dich helfen, dass wir dich können taufen und dass du kannst waschen und dass du kannst wiederkommen in den Wohnung mit Jesus. Bis dann schön, dass du bist, so Bruder warst und uns hier scheint, die zu welcome in Jesus Familie. Wir haben ein paar Bekanntmerken zu geben, ein paar Dinge, die wir immer gehen für diesen Service zu merken. Ein dort ist, je kann ein Offering geben, je kann ein Opfer geben. Hier bietet ich euch von der, von Klock 11 bis Klock 12, die Account, die wir hier sind, je kann eine Antwort geben, und das dort kann je geben. Oder je kann auch in den Werk, nach der Kirche Office kommen, und je kann dort ein Offering geben. Der Office, der ist auch von 9:30 Samaris bis Klock 12. En dan van klok 1 tot klok 5. En so wenn je geven wil, kan je dat op die weg doen. Ook wanneer somebody asks wat we gleich van de koma wat te holen, hier van de kerk, je kan dat ook doen. De diakonen zijn gereid, ze zijn wellicht om je te beduiden van klok 11 tot klok 12. En dan kan je herkomen wat holen van de koma wanneer je wat eet wat fehlt. Als deze ganze coronavirus aanvangt, dan vangen we ook aan met medwerk en service te doen. And so we will die bus welcome to this medwerk, wat wir an Service online zijn. Pastor John, wat de boodschap hat, wat leven je aanbieding zijn. En vergeet niet van medwerk, dat je kan een part van zijn van den Service. We zijn ook excited, wanneer we verder weg kijken voor de nächste Zondag. Nächste Zondag is dat Mother's Day, den dag wat we vieren voor de mamas. De service hier wordt dan een klein beetje anders zijn. De part van de boodschap, dat wat geleid wordt van een paar mamas, wat worden in je houding gaan en ze worden tegen de mamas reden. En zo, wie wil dus de mamas eren de nächste Zondag, wat een bijzondere service zijn, zo zeg je een vriend en dan wil dus op den service watchen en dus den mamasdag vier, den zwaar nächste Zondag. Ik freue mich, dat je had deze Zondag port gemerkt en met ons top zijn van deel. Wel bis hostig in zijn eeuwig jünt beten, dan merken we das in Service toe. Dankeschön, Jesus, für diesen schönen Tag, was wir haben können. Wir haben den Wurzel klar hier. Und ich bete bloß in Sehen, über jeder Familie, die nu hier ist, und uns checken, dass sie bloß wollen, ihr sehen, der Tag haben, ihr sehen, der Werk haben, hol und sicher, was wir uns wahr sein. In Jesu Namen. Amen. Was wahr sein. De spulung, die ans getrennt hält, wo hoch de beucht, du vor mir lag. In de Vertwivlung kickt ich nom Himmel, in raubt die nun, in diese Nacht. Dann kommst die läuflich, durch dort dunkle, brückst durch den Schotten von meiner Seil. Dort ist nu vor ich, tom enge kommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer können sie fern?
Nacken, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Ställen, dei lev kein brallend, ropt ut dort grof, haft kein Recht on Dann käm dei Morgen, en din Versprechen,